Hallo Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors, heute mit einem neuen Video. Und zwar gibt es neue Sachen, ja, wir können wieder Geld ausgeben und was weiß ich was. Wir schauen uns heute einmal die Kriegsmaschinen an und einmal die Aircraft. Und die Meta mit den Kriegsmaschinen und dem besten Setup, das könnt ihr schon mal komplett vergessen, weil wie gesagt, die Entwickler haben die Meta wieder komplett verändert. Wie das Ganze aussieht, das schauen wir uns in diesem Video an, und wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde mal vorschlagen, wir gehen nochmal gleich zu den Kriegsmaschinen. Wir gehen mal hier rein, zack, zack, und wir sehen, bei mir leuchtet alles. Na? Und zwar können die Kriegsmaschinen jetzt eine Modifikation bekommen. Ja, wir können sie modifizieren. Und das ändert natürlich alles. Und zwar können wir mal hier beim Kriegshorn gucken. Die Standardfähigkeiten sind ja bei mir aktuell auf dem Level Angriff und Verteidigung 30%. Na? Und zusätzlich können wir die Modifikation einbauen und wir können noch mehr Buffs bekommen. Zusätzlich, ja, also einmal diese Fähigkeiten, die zählen, und diese kommen auch nochmal oben on top mit drauf. Ne? Und zwar ist es hier, es besteht in der Vorrunde eine Chance von 100%, zwei Teams deiner eigenen Formation in den Zustand Berserker zu versetzen, wodurch sich der Angriff um 3,2% erhöht für 4 Runden. Natürlich, dieser Prozentwert, der steigert, je höher das Level ist, aber wie gesagt, das ändert alles. Ne? Okay, wir gucken uns mal zum Beispiel Flames of 4 an. Viele schwören ja auf Flames of 4, ich weiß gar nicht warum, weil sie hat nur eine 70%ige Wahrscheinlichkeit, einem feindlichen Team 122,5% Schaden zuzufügen auf meinem Level. Ne? Und zusätzlich zu der Modifikation könnt ihr eine Chance von 90% bekommen, 3 gegnerische Teams mit 7,6% Schaden zuzufügen. Also diese Modifikation ist minimal, ja, das weiß ich nicht. Also erstens, Flames of 4 löst mit 70% aus, und zweitens, Flames of 4 nutzt diese Modifikation nur mit 90% Wahrscheinlichkeit aus. Also Flames of 4 ist nicht mehr meine erste Wahl, auch nicht meine zweite oder dritte. Und zum Beispiel bei der Judge Death, die löst zu 100% aus, ist top. Ja? 3 Teams der eigenen Formation gehen in den Zustand Berserker rein. Der Schaden wird erhöht um minimale Prozentpunkte, je nachdem welches Level deine Kriegsmaschine hier hat. Und zusätzlich besteht eine Chance von 90%, einem gegnerischen Team 23% Schaden zuzufügen. Ist auch nicht so das Wahre. Und jetzt kommen die Kriegsmaschinen ins Spiel, die wir vorher gar nicht beachtet haben. Und zwar, wenn du ein Nahkampfteam spielst, wie die Violet Mines, also ein reines Nahkampfteam, ja, dann lohnt sich die Nahkampfkiste XL. Weil, ja, sie löst zwar nur zu 70% aus, aber wenn sie auslöst, fügt sie 3 feindlichen Teams 14% Schaden zu. Es geht bis zu 46% hoch, aber die Modifikation ist der Wahnsinn. Ne? Guckt euch mal den langen Text an. Also 6 Runden lang bekommt ihr eine Chance von 95%, 3 gegnerische Teams in den Zustand ausgenutzt zu versetzen, wodurch die Effekte von Schild und Enttarnen für 2 Runden blockiert werden. Außerdem besteht eine Chance von 95%, 3 deiner Nahkämpferteams in den Zustand Berserker zu versetzen, wodurch der verursachte Fähigkeitsschaden für eine Runde um 2,4% erhöht wird. Also ihr bekommt hier nicht nur Skill-Effekte, ja, und Exposed-Effekte, sondern ihr bekommt auch nochmal Berserk. Das ist natürlich on top. Ja, also für Nahkampfteams ist das die Kriegsmaschine Nummer 1. Für Scharfschützenteams ist Nummer 1 die Gewehrkiste XL. Ja. Auch hier können wir sehen, 70% ist nicht viel, ja, aber die zusätzliche Modifikation hat es in sich. Ist genau das gleiche wie bei der Nahkampfkiste. Perfekt. Was willst du mehr? Ne? Also ich überlege, die Nahkampfkiste XL aufzuwerten, ja, um das als meine neue Kriegsmaschine zu verwerten, also als Top-Kriegsmaschine. Oder ich bleibe beim Kriegshorn, weil das Kriegshorn löst immer zu 100% aus, gibt dir gute Buffs und die Modifikation ist auch okay. Ne? Also für universelle Setups, wo du gemischt spielst oder gegen andere Teams spielst, ist das Kriegshorn on top. Wenn du ein reines Nahkampfteam spielst, ist die Nahkampfkiste XL. Und wenn du ein reines Scharfschützenteam spielst, ist die Gewehrkiste XL deine Option Nummer 1. Aber Achtung, wenn du eine gemischte Formation spielst, mit 2-mal Nahkampf und einmal, ja, Scharfschützen oder 2-mal Scharfschützen und einmal Nahkampf, dann verschenkt ihr Potenzial, ne? Weil alle 3 müssen Nahkämpfer sein oder alle 3 müssen Scharfschützen sein.
dann würde ich lieber auf eine universelle Kriegsmaschine zurückgreifen. Ja, wie zum Beispiel das Kriegshorn. Wir werten jetzt aber das Kriegshorn aus, weil ich habe für mich entschieden, ich werde das Kriegshorn weiter nutzen. Ja, wir tippen hier auf Modifizieren, gehen auf Modifizieren. Dafür braucht ihr diese Items, ne, einen Modifikationsplan. Den bekommt ihr aus verschiedenen Events oder auch als Kaufoption. Und wir gehen mal auf Modifizieren. So, zack. Okay, Moralschub ist aktiv. Ja, Kriegswagenfähigkeit ist klar. Das habe ich euch ja vorgelesen. Wir bestätigen das Ganze. Und jetzt gehen wir wieder auf Modifikation und können das verbessern. Dafür braucht ihr natürlich Materialien, und zwar Militärschrott. Na? Okay, das bekommt ihr auch aus Events oder aus diesem neuen wöchentlichen Pass. Na? Wir verbessern das mal. Zack. Okay, also 30% ist sowieso klar. Hier unten steht für 4 Runden plus 3,36. So, wir verbessern. Und es erhöht sich auf 3,52. So, verbessern. 3,68. Verbessern. 4,32. Verbessern. So, 4,48. Verbessern. 4,64. Also ihr seht, mit jedem Level steigt natürlich der Prozentpunkt. Na? Zum Beispiel, wie gesagt, bei mir der Berserker-Zustand. Und wir benötigen für alle 5 Runden diese Modifikationspläne. Die habe ich nicht mehr. So, ich bin jetzt hier auf Level 9 und das ist okay. Oh, hier gibt es auch noch Belohnungen. Ne, wie gesagt, die erste Kiste enthält Zangen, Rubine, Waffenreinigungsset. Hier auch nochmal. Waffen-XP gibt es hier auch nochmal. Okay, sehr gut. Und wenn ihr dies alles aufgelevelt habt, dann setzt sich das am Ende der Season wieder zurück. Ihr bekommt den Stuff wieder und könnt, wenn eine neue Season anfängt, das Ganze wieder von vorne beginnen. Ja? Okay, super. Und ob das so super ist, weiß ich nicht. Okay, das ist jetzt mein Kriegshorn. Ich habe es aufgelevelt. Also, wie gesagt, sucht euch eine Kriegsmaschine aus, geht hier unten auf die Modifikation, lest euch den Text durch und überlegt, ob das für euch nützlich ist. Na? Wie gesagt, wir gehen jetzt mal zu der Airplane. So, also zum Glider. Wir gehen auf Luftfahrzeug. So, ihr seht, ich kann das schon mal aufwerten. Wir nehmen zum Anfang mal das hier, und zwar verstärken wir das Wurfgeschoss. Aktuell habe ich 41%, 23, 23. Wir befördern das Ganze mal und dafür brauchen wir Militärspezifikations-Bausätze. Ja, ich habe hier ein paar, die bekommt ihr auch aus Events und wir befördern das Ganze mal. So, zack. So, wir bestätigen das. Verstärken, verstärken, verstärken. Zack, zack, zack. So, ich habe meine Prozentpunkte minimal erhöhen können. Ja, okay. Ich erhalte, ja, okay, jetzt brauche ich wieder diese Kisten. Ja, super. Okay, alles klar. Also die Free-to-Play-Spieler, die werden wieder die Hände über den Kopf schlagen, weil sie kriegen minimale Werte, ja, für den ganzen Einsatz und jetzt brauchen sie wieder diese Kisten. Das Gute daran ist, du bekommst ja die Spulen und die Zahnräder zurück. Das heißt, du kannst die anderen Teile aufwerten. Ja gut, mein Luftfahrzeug hat jetzt 17 Millionen. So, das soll es auch schon gewesen sein. Na, wir haben uns die Kriegsmaschine angeguckt, die ganzen Modifikationspläne. Ja, überlegt sehr gut, welche Kriegsmaschine ihr nutzen möchtet. Flames of 4 und Judge Death. Flames of 4 würde ich raushalten, hat nur 70% Auslösewahrscheinlichkeit, ist Schrott. Ja, ja, Judge Death könnte man nehmen. Killers Collection ist auch noch okay, aber naja, weiß ich nicht. Das Kriegshorn kann man nehmen, wenn man ein universelles Setup hat, so wie ich. Und wenn du reines Scharfschützenteam spielst, nimmst du die Gewehrkiste XL. Spielst du ein reines Nahkampfteam, nimmst du die Nahkämpferkiste XL. Ja, okay. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim zusammen Farmen der ganzen Sachen. Ach halt, ich kann noch was aufleveln. Warte, wir gehen nochmal zurück. Wir gehen nochmal zur Kriegsmaschine. Ich kann ja noch die Ausrüstung hochleveln. Und zwar, genau, gehen wir hier auf Verbessern. Zack. Auf 37, 36. Alles gleichmäßig. Ja, ich gehe immer auf einen gleichmäßigen Level. So, 37. Okay, die Kriegsmaschine ist jetzt on top, hat 16 Millionen. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's erstmal gut, bis dann. Euer Sultai. Ja, neue Sachen hier.